Hallo meine Lieben, ich habe einige Fragen von euch bekommen, wo es ums Thema Single-Line-Dateien geht, und es geht für mich jeweils ein bisschen einfacher, wenn ich euch das in einem Video erklären kann, anstatt irgendwie das versuche in Worte zu fassen, und deshalb geht es in diesem heutigen Video um eben genau dieses Thema, um die Single-Line-Dateien. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Für das, was ich euch heute erzähle, sind zwei Sachen wichtig zu wissen. Eines davon, da habe ich euch schon ein separates Video gemacht, wo ich mal erklärt habe, was JPEG PNG-Dateien sind, nämlich dass das pixelbasierte Dateien sind. Das heißt, wenn ich irgendwo reinzoome, dann seht ihr, dass das Design aus ganz vielen Vierecken besteht. Und mein Plotter, wenn ich das ins Plotterprogramm reinnehme, versucht dann zu erkennen, wo diese Linie entlang läuft. Das heißt, der würde dann hier ganz einfach diese Außenlinie erkennen und dann die andere Seite von dieser Linie. Und so würde er das quasi übernehmen, und dann habt ihr eben kein Single-Line-Design, weil ihr habt zwei Linien pro Strich. Eine Außenlinie, eine Innenlinie. Wenn das eine Vektordatei wäre, dann hättet ihr hier nur einen Strich durch die Mitte durch. Das ist der Pfad. Und Vektordateien bestehen eigentlich aus Pfaden. Jetzt kommt es dann immer darauf an, wie derjenige oder diejenige, die die Datei aufbereitet, das macht. Per se, wenn ich etwas zeichne in einem Grafikprogramm, in einem Vektorgrafikprogramm, dann ist es eben, ich zeichne eigentlich quasi Pfade, ne? Mittellinie. Ich kann dann aber immer noch sagen, wandle mir das um, damit ich eben ein Design habe, was eine Fläche hat, und dann wandelt er, je nachdem wie breit ich sage, dass dieser Strich sein soll, von der Mittellinie, also von meinem Pfad nach rechts und links, da macht er dann die neue Schnittlinie und vergisst quasi oder löscht die Angaben von dieser Mittellinie. Warum sage ich das? Wenn ihr irgendwo nach Single-Line-Dateien sucht, kann es zwei Bedeutungen haben. Das eine ist, Single-Line kann sein, also aus dem Grafikbereich heraus nennen wir Single-Line, wenn ich einmal ansetze und dann ein komplettes Bild mache, also hier, hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang, so, habe ich Blätter gezeichnet, ohne den Stift wieder abzusetzen. Das ist im Grafikbereich, nennt man das Single-Line. Was wir aber meinen, wenn wir etwas im Plotterprogramm machen wollen, ist, dass wenn ich diese Linie habe, mein Plotter auch nur eine Linie zeichnet, wenn ich den Stift auswähle und nicht rechts und links davon quasi, also nicht das Ganze umrahmt, rechts und links davon, sondern dass ich wirklich diese einzelne Linie habe. Um das ein bisschen besser klar zu machen, zeige ich euch das hier kurz im Cricut Design Space drin. Und zwar fangen wir mal an mit den Schriften. Wenn ich hier zum Beispiel eine Schrift nehme, ich habe Beispiel geschrieben, die Schriftart, die ich hier ausgewählt habe, heißt A Little Mixed Up. Das ist eine, die ich irgendwo heruntergeladen habe, und ja, da denke ich so, ja, das ist ja ein Strich, ne? Also das wird schon funktionieren. Jetzt ist es im Moment aber auf Schneiden gesetzt. Wenn ich hier sage, ich will nicht schneiden, sondern ich will mit dem Stift arbeiten, sage anwenden, dann seht ihr, dass genau das passiert, dass er einfach die Außenlinien hat. Das heißt, genau das würde euer Stift auch zeichnen. Er würde pro Buchstabe zwei quasi Linien machen, einmal außen und einmal innen. Und das ist nicht das, was wir wollen. Jetzt gibt es im Cricut Design Space auch Schriften drin, die Single-Line sind. Ich sage jetzt hier einfach mal, ich will einen Text. Sag nochmal Beispiel.
kurz ein bisschen größer. Wenn ich die Schrift jetzt nehme und da sage, ich will von den Cricut-Schriften eine, die auf Schreiben gesetzt ist, und ich suche hier kurz eine, wo ich weiß, BFC January. Das ist zum Beispiel eine, die funktionieren wird. Jetzt, wenn ich nur diese Schrift habe und da jetzt sage bei Bearbeiten, mach mir einen, anstatt einfacher Schrift, mach einen Stift draus, dann habe ich trotzdem wieder diese Außenlinien, was ich ja nicht haben will. Was ich da zusätzlich machen muss, ist, dass ich hier beim Stil, da habt ihr Regular und dann habt ihr Single Stroke. Und wenn ihr Single Stroke auswählt, dann habt ihr eben genau diese eine Linie. Das ist das, was ihr bei den Cricut-Schriften beachten müsst. Ich habe mir aber, weil ich bei Creative Fabrica, das habe ich euch auch schon gezeigt, habe ich Schriften runtergeladen, die eben auch Single-Line-Schriften sind. Und somit kann ich hier auch das als Schrift bearbeiten. Das heißt, es ist nicht ein Bild von einer Schrift, sondern es ist wirklich auch eine Schrift, die ich verändern kann. Das heißt, ich bin hier bei Creative Fabrica hin und habe gesagt Single Line. Und dann habe ich hier gesagt, ich will die Schriften. Und dann bekommt ihr hier ebenso Single Line Schriften. Hier das eine, was ich habe, ist dieses Caroline und die andere war hier dieses Quickly Replaced. Die beiden sind unterschiedlich aufbereitet und das will ich euch auch noch zeigen. Wenn ich auf dieses Quickly Replaced gehe und die herunterladen will, dann werdet ihr sehen, dass ich hier drinnen TTF-Dateien und OTF-Dateien habe. Single Line, wenn ihr eine OTF-Datei habt, nehmt die OTF-Datei und ladet die oder installiert die auf eurem iPad. Bei der anderen, warten wir die hier. Wenn ich die herunterlade, bekomme ich nur TTF-Files, aber hier wurde gesagt, dass das Characters sind mit OpenType coded. Das heißt, die eignen sich auch, um damit Single-Line-Designs zu machen. Um euch den Unterschied zu zeigen, hier, dieses Caroline ist nur eine TTF-Datei. Aber die wird trotzdem funktionieren. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, entweder von Cricut Design Space eben diese Single-Line-Schriften zu nehmen und das dann auch entsprechend einzustellen, oder ihr ladet euch Schriften herunter, die Single-Line-Schriften sind. Und ich finde diese beiden Schriften wirklich super schön. Das obere eher ein bisschen verspielt und das untere so in diesem Handschriftstil. Und da wird euer Plotter wirklich genau das machen. Das heißt, egal wie sehr ich das jetzt hier vergrößere, es bleibt eine Single-Line. Bei anderen Plotter-Programmen, das Silhouette Studio und der Broderick Canvas Workspace, die kennen, soweit ich weiß, dieses Konzept von Single Line in der Schriftart drinne nicht. Das hat wirklich nur der Cricut Design Space. Das heißt, wenn ihr da Single Line machen wollt, müsst ihr es entweder zeichnen als Linie oder wenn ihr eben Schriften haben wollt, dann müsstet ihr die irgendwo downloaden, wo ihr Single Line Schriften bekommt. Ich habe es eben von Creative Fabrica und habe da diese beiden Schriften. Dasselbe gilt für Dateien. Wenn ihr euch die Blume anguckt, das ist die obere und die untere. Die obere Blume ist eine PNG-Datei, das heißt, es ist eine Pixel-Datei. Im Moment ist die auf Schneiden gesetzt. Wenn ich die umwandle als Stift, dann habe ich wieder genau dieses Thema, dass er außen herum zeichnet, und nicht die Linie selber. Ich habe dasselbe Design aber auch als SVG-Datei Single Line Design heruntergeladen und wenn ich hier
jetzt auf Stift gehe, bleibt es genauso. Ne? Das ist alles immer noch Single Line. Und das ist jetzt auch gerade so ein schönes Beispiel, wo ich euch das zeigen kann. Single Line im Grafikbereich bedeutet eigentlich, ich setze den Stift einmal an und zeichne dann irgendetwas, nehme ihn wieder weg und das ist eine Single Line Zeichnung. Das hier ist vom grafischen Ansatz her keine Single Line, weil es besteht aus mehreren Linien, aber es ist für uns, fürs Plotter-Programm, eine Single Line, weil es eben, wenn ich auf Stift umstelle, ich nur die Linie habe und nicht die Außenkanten. Na, das ist das Beispiel. Wenn ich hier jetzt hingehe und sage Single Line, also das heißt nach Single Line Dateien suche, suche kurz die ich schon integriert habe, damit ihr die seht. Die hier war's. Lily Flowers Single Line. Und hier seht ihr dann auch, dass ihr SVG, DXF, EPS, PNG oder JPEG-File, wenn ihr das herunterladet. Das heißt, wenn ich mir die Datei angucke, wenn ich die heruntergeladen habe, dann habe ich einen Ordner mit SVG, EPS, DXF und JPEG und PNG. Gehe jetzt mal ins PNG rein und hier ist es oben diese Blume. Das heißt, ich sage hochladen, Dateien durchsuchen, Downloads, Lily Flowers, PNGs und nehme hier diese Blume. Und jetzt versucht eben der Plotter oder das Plotterprogramm herauszufinden, wo die Linien sind. Ich kann sagen anwenden, ich kann dem einen Namen sagen, schneiden, auswählen, hochladen. Und dann ist es eben, wenn ich hier von Bearbeiten, von einfacher Schnitt auf Stift gehe, dann habt ihr eben wieder diese Außenlinien. Wenn ich die andere Datei auswähle, nämlich die SVG-Datei und genau dieselbe Blume nehme, dann geht er direkt hier aufs Hochladen . Ich habe jetzt hier noch ein Offset, das kann ich natürlich wegnehmen. Dann seht ihr hier, wenn ich von einfacher Schnitt auf Stift gehe, dass das eine Single-Line-Datei ist. Das heißt, die Linien werden nur einmal gezeichnet. Und dasselbe Prinzip habt ihr auch im Silhouette Studio oder auch im Broderick Canvas, je nachdem, was für einen Plotter ihr anwendet. Aber eben für die Schriften, das, was ich euch hier gezeigt habe, oben mit den Single-Line-Schriften oder Schreibschriften, das kennt nur der Cricut Design Space. Beim Brother und bei Silhouette müsstet ihr euch dann Schriften herunterladen, die Single-Line-Schriften sind. Was wir uns hier auch noch kurz angucken können, ist, ob Cricut selber auch Single-Line-Sachen hat, die wirklich dann auch Single-Line sind. Ich suche jetzt mal nach was wirklich aussieht wie Single-Line. Nehmen wir kurz Single-Line, Butterfly, Schmetterling. Und der hier zum Beispiel, oder auch der hier, die sehen eigentlich aus, als ob sie Single-Line sind. Nehmen wir den mal. Und nehmen wir den mal. Wenn ich hier jetzt aber sage, bearbeiten, es soll nicht Schnitt sein, sondern Stift, dann haben wir die Außenlinien bei dem hier.
kurz hier das Offset ausblenden und nur den Butterfly. Sage nicht einfacher Schnitt, sondern zeichnen, also Stift. Auch hier habe ich die Außenlinien. Das heißt, wenn ihr bei den Cricut Design Space Designs Single Line eingebt, sehen die nur so aus, als ob sie Single Line sind, aber per se sind es keine Single Line Dateien, also nicht so wie eben die hier. Das heißt, wenn ihr Single Line Dateien haben möchtet, müsstet ihr die entweder außerhalb downloaden und die als SVG reinholen. Ich eben mache das über Creative Fabrica, weil ich da wirklich schöne Sachen auch finde und Single Lines dann wirklich eben auch Single Lines sind. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ihr selber Single-Line-Sachen zeichnet oder wenn ihr zum Beispiel mit Procreate etwas gezeichnet habt und das umwandeln wollt in eine Single-Line, dann empfehle ich hier euch mit Inkscape zu arbeiten, weil da könnt ihr Dateien auch umwandeln und da Inkscape ein Gratisprogramm ist für den PC, gucken wir uns da das da drauf kurz an, damit ich euch das auch noch zeigen kann. Die andere Möglichkeit ist eben Inkscape oder, also ich zeige es euch hier in Inkscape, weil das ein Vektor-Grafikprogramm ist, was gratis ist, wenn das neu für euch ist. Ich habe da auch schon ein ausführliches Video und auch ein Update-Video dazu gemacht, weil mit Inkscape könnt ihr eben genau Vektorgrafiken machen und bearbeiten. Und ich habe jetzt hier ein PNG-Bild von etwas, was aussieht wie eine Line Art, aber es ist halt einfach ein PNG. Das habe ich ganz einfach über Datei importieren, habe ich das importiert. Und im Moment ist es ganz einfach ein PNG, das heißt, ich habe hier keinen Pfad. Was ich machen kann, ich habe jetzt hier Bitmap nachzeichnen, habe ich schon offen, da geht ihr über Pfad, Bitmap nachzeichnen, dann öffnet sich hier dieses Fenster. Dann könnt ihr unter einmaliger Scan hier, normalerweise ist es auf Helligkeitsschwellwert, da sagt ihr einfach Strichzeichnung vektorisieren. Den Rest könnt ihr so lassen. Ich habe 4, 2, 2, 1, 0,2 und sage dann anwenden. Wenn ich das jetzt rüberziehe und kurz bei den Ebenen das hier wegmache, sperren und weg, kann ich hier meine Blume wieder nehmen. Und ja, es hat noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch korrigieren muss. Zoome hier mal kurz ein bisschen, also der Stil ist okay. Aber wenn ich mir hier oben die Blume angucke, dann ist es noch nicht so ganz stimmig. Aber da kann ich ganz einfach die einzelnen Punkte bearbeiten und das dann so verschieben, dass das alles passt und diejenigen Sachen weglöschen, die ich nicht brauche. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit darin investiert, das Ganze noch zu säubern, aber ihr seht, das hier ist jetzt eine Single Line. Das heißt, ich habe nur noch den Pfad und nicht wie beim PNG rechts und links davon von der Linie, wo das schneiden würde, sondern hier auf dem Pfad. Am einfachsten eben geht's, wenn ihr wirklich Dateien runterladet, die schon so gemacht sind, oder ihr zeichnet auch in Inkscape selber was, auch das geht, oder ihr zeichnet es halt einfach nach, aber müsst das Ganze dann noch so ein bisschen säubern, damit es wieder sauber aussieht. Ihr könntet zum Beispiel auch das nehmen, das bei den Ebenen ganz einfach sperren und dann oben drüber den Pfad mit dem Bezier-Kurven-Tool quasi nachzeichnen. Auch das geht. Weil alles, was ihr hier dann exportiert, wenn ich das jetzt auswähle und sage
das will ich exportieren, dann kann ich das als SVG-Datei exportieren und habe das dann halt einfach im Cricut Design Space wieder als Single-Line-Design. Jetzt, damit ihr mich nicht nur reden hört, sondern dass wir auch was machen können, setzen wir das hier gleich um. Das verberge ich, das verberge ich. Ein Design so mit der Schrift und eins mit der Schrift. Jetzt muss ich noch kurz wissen, wie groß ich das machen kann. Das heißt, meine Größe von der Auflegekarte ist 14,3. Nee, stimmt nicht, andersrum, sorry. Die ist 10 mal 14,3, jetzt haben wir es. So, das ist die Größe von meiner Karte. Bitte mal kurz eine andere Farbe, damit wir was sehen. Und die dupliziere ich auch kurz, damit ich hier zwei Karten habe. Dann mache ich das größer, mache die in den Hintergrund, die ebenso. So. Jetzt kann ich die Blume nehmen und die so anpassen, dass die überhaupt auf der Karte Platz hat. Not always around. I made you feel alone. So, in dem Stil lösche die hier kurz und dupliziere gleich die richtige Größe. Kann man die auf die zweite Karte rüber machen. Dann nehme ich das hier und hier sage ich Happy. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Wir machen es heute extrem schlicht. Giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I tried to tell. Machen wir das so. Dann nehme ich die Karte hier nämlich weg. Blende die aus. Die blende ich auch aus. Und das verbinde ich. Und das hier verbinde ich. So. Jetzt kann ich noch kurz sicherstellen, dass das wirklich alles auf Stift ist. Schwarz, extra fein. Wunderbar. Und auch das. Stift. Wunderbar. Jetzt nehme ich meine beiden Karten und ich habe hier einfach mit Wasserfarbe die Karten so ein bisschen vorbereitet. Das Ganze natürlich trocknen lassen, weil die Stifte von Cricut sind nicht wasserfest. Also dieser 0,4 schwarze Stift, der ist nicht wasserfest und deshalb habe ich das ein bisschen vorher vorbereitet und das wirklich trocknen lassen. Und jetzt platziere ich eine Karte hier. Respektive, ich mache es mal so, dass ich zwischen 1 und 5 die mittig platziere und zwischen 1 und 7. Dasselbe mache ich hier auf der Seite zwischen 7 und 11 und auch hier 1 und 7. Ich hoffe, die hebt sich nicht. Weil jetzt kann ich meine Blumen dann genau auch da platzieren, wo ich das brauche. Das heißt, auf der Schneidematte. Und jetzt habe ich gesagt, zwischen 1
und 5 in der Mitte. Das heißt, ich gucke, dass der grüne Rahmen hier so ein bisschen in der Mitte ist. Und dann zwischen 1 und 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier. Ich würde sagen, das passt. Und hier drüben haben wir in etwa die gleiche Höhe, aber zwischen diesen beiden Strichen. So, ihr seht das ja wahrscheinlich gar nicht, was ich hier mache. Ich habe einfach, ich habe ja die Felder hier von 1 bis 5, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich das hier in der Mitte von diesen beiden Linien platziert. Und von oben nach unten habe ich bei 1 gestartet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das heißt bis hier unten. Und habe geguckt, dass es hier mittig sitzt. Und dasselbe habe ich dann da drüben gemacht, da wo ich die Karte platziert habe. Es würde natürlich einfacher gehen, wenn ihr einfach ein Papier platziert und es dann mit ausschneiden lasst, aber ich mag es gerne kompliziert, ne? Dann können wir hier auf Weiter sagen. Dann nehme ich hier einen Medium Cardstock, spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil wir schreiben ja nur. Dann kann ich die Matte laden. Und natürlich auch den Stift noch laden. Und dann können wir lossagen und hoffen, dass das Ganze funktioniert. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes... Stift können wir wieder rausnehmen, wenn er durch ist. Matte entladen. Und das sieht so dermaßen cool aus. Ich sag's euch. Matte immer biegen, nicht eure Karten oder euer Papier, weil sonst kringelt sich das unnötig. Hier mal die erste. Ihr seht, er ist wirklich überall nur einmal durch und nicht mehrmals. Das heißt, ich habe hier eine wirklich super schöne Karte. Und dasselbe auch bei der hier. Auch bei der Schrift. Wirklich jeweils nur einmal drauf. Und es sieht halt anders aus, wenn ich das so habe, als wenn er da zweimal drüber geht und das so richtig schön fett wird. Und mir teilweise auch das Papier so ein bisschen kaputt macht. Oder zerstört. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen. Ich denke, ich werde das so machen, aber ich will die Kanten noch distressen, damit das noch ein bisschen mehr vintage-mäßig aussieht. Und dann kann man das Ganze hier ganz einfach noch draufkleben. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Erhöhung mache. Nee, machen wir direkt auf die Karte. Makes me cry to think that you are no longer with me. Und so haben wir zwei Karten mit einem Single-Line-Design.
Und eben wenn ihr die Kombi macht, wenn ihr ein Aquarellpapier vorher quasi einfärbt und das trocknen lasst, dann könnt ihr auch mit dem Cricut-Stift drauf. Ansonsten, wenn ihr nachher etwas ausmalen wollt, würde ich da eher mit einem Stift arbeiten, der wasserfest ist. Und da wollt ihr euch auch noch was zeigen. Was ich euch hier auch noch kurz zeigen wollte, wenn ihr zum Beispiel mit dem Brother arbeitet, wo ihr einen Stiftehalter habt, macht ihr ja hier rein, also ihr öffnet den und dadurch, dass ihr das quasi dreht, kommen so Greifzähnchen raus. Seht ihr sehr wahrscheinlich nicht, aber ich ziehe rauf, mache das ganz auf und jetzt würde es eigentlich so funktionieren, dass ich den Stift hier einfach reinmache, runterfallen lasse, bis er ganz unten anschlägt, dann das Ganze zudrehe, bis der fest sitzt. Da das aber jetzt Plastik auf Plastik ist, rutscht er. Na, das funktioniert in der Regel nicht wirklich gut, deshalb drehe ich den nochmal auf, mache den hier wieder rein und jetzt mache ich um den Stift herum, habe ich von einem anderen Stift einfach das Gummi. Ne, manchmal haben sie ja vorne bei der Halterung haben sie so ein Gummi dran. Ne? Das heißt, ich mache das hier um den Stift rum, weil das rutscht dann auch nicht. Dann mache ich den Stift so rein. Jetzt drehe ich nochmal ganz zu, bis der fest sitzt, bis ich nicht mehr drehen kann. Und jetzt sitzt er. Ne? Jetzt hält er auch. Das heißt, hier der kleine Tipp, wenn ihr einen Stift habt, der rutscht, macht einfach eine Art von Gummi ringsherum. Dann bleibt er auch an Ort und Stelle, weil wenn er rutscht, dann kann es passieren, dass er anfängt zu zeichnen und durch mehr Druck er immer weiter hochrutscht und ihr dann kein schönes Bild bekommt. Das war das, was ich euch beim Brother Plotter noch zeigen wollte. Aber ansonsten war es das, eben das Thema oder die Fragen, die ich bekommen habe zum Single-Align-Design für Schriften oder eben auch für Dateien. Ich hoffe, ich habe nicht so wild durcheinander geredet. Ist immer ein bisschen schwierig, das ganze Wissen irgendwie so reinzupacken. Sollte euch etwas nicht klar sein, so wie ich das jetzt erklärt habe, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein, dann kann ich darauf antworten. Und ansonsten hoffe ich ganz einfach, dass euch die Idee gefallen hat, dass das Video hilfreich war für euch, dass ihr das wirklich auch gerne mal ausprobieren wollt. Und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! What if I said I'm sorry?